Die spinnen doch alle. All diese Dualseelen-Junkies, all diese komischen spirituellen Leute, die irgendwas von Seelenpartner faseln. Gehörst du auch zu diesen Leuten, die mal so gedacht haben und dann eines Besseren belehrt wurden? Na, dann willkommen im Club, weil es werden immer mehr. Vor allem Männer kommen zu mir, die genau diese Aussage treffen, ne? Die halt sagen, hey, ich dachte immer, die spinnen doch alle, ne? Wenn sie überhaupt davon wussten. Oder hättest du mir das ein Jahr zuvor erzählt, dass ich mal so spreche und dass ich mal hier sitze und mit dir spreche, ne? Mit mir oder deine Videos gucke, ich hätte mich selber für verrückt erklärt, weil ich habe an sowas nicht geglaubt. Und ich, wie gesagt, ich dachte auch, alle, die das durchmachen oder davon irgendwas erzählen, die sind einfach nicht ganz betrost. Die sind leicht beeinflussbar oder naiv oder die träumen irgendwie in der Welt rum und sind bestimmt nicht so rational und bodenständig wie ich selber. Na, und dann hat das Schicksal zugeschlagen, respektive dein Seelenweg hat wahrscheinlich zugeschlagen, das, was du dir vorgenommen hast für dieses Leben, nämlich, dass du diese große Transformation durchmachst, die eine Dualseele, ein Seelenpartner, eine Zwillingsflamme, eine Zwillingsseele, wie auch immer wir das nennen wollen, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich mich nicht gerne festlege oder einschränken lasse von diesen Begrifflichkeiten und trotzdem müssen wir die Sache irgendwie beim Namen nennen und deshalb gibt es halt diese verschiedenen Ausdrucksweisen. Es geht aber im Großen und Ganzen einfach um diese eine spezielle Person, ne, die so viel in dir auslöst, was du nie geglaubt hättest, dass eine Person in dir auslösen kann. Da decken sich die Erzählungen. Das sind Leute, die sagen, hey, ich war schon verliebt, ich war schon krass verliebt, ich war schon verheiratet oder ich bin verheiratet, ich habe mich schon getrennt, ich habe schon extrem gelitten unter einer Trennung, ich habe schon mal nicht eingesehen, dass wir uns trennen mussten, es musste dann aber doch sein und nach langer Zeit habe ich eingesehen, es war doch besser so. Es hat wehgetan, aber ich kam darüber hinweg. Aber es ging irgendwie weiter, ne? Aber das, was ich jetzt hier erlebe, das ist ja eine ganz andere Liga. Diese eine Person, die hat mich so berührt in meinem Herzen, die hat so viel ausgelöst in mir, die hat mir gezeigt, was Liebe ist. Die hat mich da abgeholt, wo ich stand, wo ich gar nicht wusste, dass ich stehe. Die hat mein Herz geöffnet, die hat mein Leben auf den Kopf gestellt und jetzt stehe ich da. Die Person ist leider inzwischen wieder weg und weiß nicht mehr, was oben und unten ist. Ganz oft wird von dieser Orientierungslosigkeit auch berichtet. Ne? Man dachte vorher oder man hatte vorher vor diesem Treffen, vor dieser Beziehung, oftmal kommt es ja zu einer kurzen Beziehung mit dieser speziellen Person, weil sich beide einig sind, hey, was wir da spüren, ist groß, das ist was ganz Spezielles. Wir spüren es beide. Da ist was, was wir beide so noch nie erlebt haben. Und dann geht es oft relativ schnell, dass diese zwei Leute zusammenkommen. Aber in der Folge darauf, weil es ja um eine Heilreise geht und um eine Heilerfahrung, um eine Transformation, die leider, in Anführungszeichen leider, die halt jeder für sich oftmals durchmachen darf, kommt es halt zu dieser Trennung. Und die, wie gesagt, so schön und so transformierend und so äh, lebensverändernd das Treffen schon war, so lebensverändernd ist dann auch diese Trennung, weil man das in dieser Form, in dieser Schmerzintensität Intensität nicht kennt und dann eben wirklich total orientierungslos zurückbleibt und nicht mehr weiß, woran man glaubt und nicht mehr weiß, was einem wichtig ist im Leben. Weil das, was einem vor dem Treffen mit der Dualseele, mit dem Seelenpartner, mit dieser ganz speziellen Person wichtig war, ist es einem unter Umständen nicht mehr. Es ist einem nicht mehr wichtig, was einem vorher wichtig war. Sei es Status, sei es Karriere, sei es Erfolg, sei es Familie. Ja, das heißt nicht, dass einem Familie nicht mehr wichtig ist, aber man merkt einfach, hey, ich habe mich vielleicht für die Familie immer aufgeopfert.
sei es als Kind der Eltern, also als Sohn oder Tochter der Eltern, sich aufgeopfert und immer darum bemüht, dass es allen gut geht, vielleicht sogar die finanzielle Verantwortung auf sich geladen, von wegen, ich muss doch die Familie irgendwie durchbringen, mein Vater ist krank oder meine Mutter fällt aus. Also ist es an mir, mich da einzusetzen, vielleicht aber auch nur emotional, nur in großen Anführungs- und Schlusszeichen, weil eine emotionale Rettung aller Familienmitglieder natürlich riesig ist und keiner tragen sollte. Und all das ging dann unter dem Hut oder unter dem Deckmantel, hey, mir ist Familie wichtig und ich opfere mich gerne für alle Familienmitglieder auf. Nach diesem Treffen, das ist jetzt rein ein Beispiel, ne, nach dem Treffen mit dieser speziellen Person, die einen zu sich selber bringt im Verlauf des Prozesses, ist das plötzlich nicht mehr so klar, dass man sich zum Beispiel aufopfern möchte, ne, für die Familie, aufopfern möchten für die eigenen Kinder, für den Mann, der eigentlich nicht die große Liebe ist, aber der will halt Karriere machen und wir halten ihm den Rücken frei. Und. Es gibt tausend Dinge, die ich jetzt hier als Beispiel nennen könnte, wo wir, ich sage jetzt mal wir, das Leben und das, was Bestand war in unserem Leben, plötzlich mit völlig anderen Augen betrachten. Und das kann wirklich eine 180-Grad-Wende sein, wie wir die Dinge betrachten. Das kann vorher alles super gestimmt haben. Ah, das macht Spaß, das ist toll, das ist super, das ist wer ich bin. Ne? Das ist wer ich bin, aber ich kann es nicht leben, also lebe ich hier irgend so ein Uniformdasein oder ein verkapptes Ich und ich mache Frieden damit, dass ich nie mein wahres Selbst leben werde, weil das einfach keinen Platz hat hier in dieser Gesellschaft, in meiner Familie. Mein Vater erwartet von mir dies und das, dem muss ich gehorchen. Ich weiß zwar, dass ich mich belüge, ich weiß zwar, dass ich klein spiele, ich weiß zwar, dass ich ausbrechen müsste, aber ich tue es nicht, weil ich mir die Erlaubnis nicht gebe. Und dann kann dieses Bewusstsein, das ich jetzt genannt habe, was schon ein relativ großes Bewusstsein ist, das muss nicht so vorhanden sein, das kann auch alles völlig unbewusst ablaufen. Falls dieses Bewusstsein aber da ist, kann man das noch irgendwie, ne, unter den Teppich kehren oder einfach Deckel zu und so tun, als wäre es gar nicht da. Ich funktioniere, ich übernehme meine gesellschaftliche und familiäre Rolle und ich tue so, als wäre alles bestens. Nach dem Treffen mit der speziellen Person, die eben alles in Frage stellen lässt, sieht man das mit total anderen Augen. Ich würde schon fast sagen, es gibt keinen Weg mehr raus aus dem Bewusstsein und aus dem Druck und Druck im liebevollen Sinne, handeln zu müssen. Man spürt, ich muss und will jetzt etwas ändern. Und das ist, was diese eine Person in dir, in einen auslöst. Dieses, ich kann nicht mehr so tun, als ob. Ich kann nicht mehr angepasst sein. Ich kann nicht mehr mich opfern. Ich kann nicht mehr mich hinten anstellen. Jetzt ist Zeit, dass ich aufräume bei mir in meinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dass ich die Hindernisse, die ich spüre, stehen zwischen mir und der Liebe auch, aufräume. Weil das oftmals der Fall ist. Man wünscht sich Liebe und diese Person, diese spezielle Person, Dualseele, nennt es wie ihr wollt, hat dieses große Bedürfnis nach Liebe auch ausgelöst und erst überhaupt in einem erweckt, weil man zuvor nur eine, ich sage jetzt mal, gedimmte Version der Liebe kannte, weil es halt nicht die große Liebe war in den meisten Fällen, sondern eine, okay, wir sind zusammen, ist alles gut und recht, Liebe. Ne? Wir haben halt Kinder zusammen. Wir sind ein gutes Team. Ja, er ist ein guter Vater und so weiter. Und wenn ihr nicht in einer Beziehung seid, auch da, vielleicht habt ihr gar nicht an die große Liebe in dieser Form, wie diese Person, die neu in euer Leben getreten ist, euch aufgezeigt hat, dass es existiert. Also ist da plötzlich auch da, wie so, wow, das gibt es ja. Wer hätte gedacht, dass das, was ich jetzt hier kennengelernt habe, real ist, dass das eine Option ist. Ich habe mich ja gar nicht getraut, davon zu träumen, weil ich ja gar nicht dachte, dass das überhaupt existiert, dass es überhaupt etwas ist, was man sich wünschen kann und das einem gegeben werden kann, ne, von oben. Und jetzt, wo man wieso, ne, Blut geleckt ist ein relativ wüster Ausdruck für die ganze Sache.
aber wo man auf den Geschmack gekommen ist. Ne? Das ist wie wenn ihr so am Dessertbuffet, ne? Ihr guckt euch so um und probiert mal diese Erdbeercreme und nimmt so einen kleinen Löffel davon und sagt, wow, das ist ja wahnsinnig, wie gut die ist. Ich will nur noch das. Ich will keine Sahnetorte mehr, ich will keinen Fruchtsalat mehr, ich will keinen Schokokuchen mehr. Ich will nur noch diese wunderbar sämig, oh jetzt sämig duftende und schmeckende Erdbeercreme für den Rest meines Lebens haben. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun. Ich bin bereit, nie mehr Sahnetorte zu essen. Ich bin bereit, das Schokomus, das ich schon auf dem Teller habe, abzugeben und es einzutauschen. Lieber habe ich nichts als kein Schokomus, respektive dieses minderwertige und nicht ganz so tolle Schokomus habe ich lieber nichts als das und weiß aber, dass Erdbeercreme so sahnig und wunderbar fruchtig und zart auf dem Gaumen zerschmelzen, wie sie ist, dass das existiert und dass das real ist und dass ich das wieder haben kann, dass das für mich vorgesehen ist, sonst hätte ich ja gar nicht erst das kosten dürfen. Es wird mir ja nicht verkostet, damit ich den Geschmack davon kenne, um dann zu hören, das ist aber nicht für dich. Das macht keinen Sinn. Also bin ich gewillt, über mich hinauszuwachsen, damit ich jeden Tag diese sahnige Erdbeercreme kosten darf. Das ist ein tolles Beispiel. Ich hoffe, es verbildlicht euch, worum es hier geht und wie Leute erstmal diese Creme kosten müssen, um dann zu realisieren, dass das, was sie vielleicht von Freunden gehört haben oder sie haben irgendwo was drüber gelesen oder sie haben irgendwo entfernt im Film mal was davon gesehen. Große Liebe überwindet alle Hürden, geht um einen Selbstfindungsprozess auf beiden Seiten, gut und recht. Wie gesagt, es ist schon sehr viel Bewusstsein, wenn das überhaupt vorhanden ist. Sie merken jetzt, dass das wahr ist und dass das nicht einfach ein Schauermärchen ist oder eine Märchenstunde überhaupt ist und all diese Leute einfach leichtgläubig naiv da auf was reinfallen, auf die bösen Dualseelen-Coaches, auf die bösen spirituellen Coaches, die nur Geld wollen, dass es nicht das ist, sondern dass es eine reale Sache ist, wo sie sich sagen müssen, hey, ich brauche jetzt hier mal Hilfe, weil ich weiß nicht mehr weiter. Das ist zu intensiv. Damit kann ich nicht umgehen. Das scheint seinen eigenen Regeln und Gesetzen zu folgen. Das ist nicht was, was ich kenne. Das ist nicht was, womit ich umzugehen weiß. Das ist was völlig Eigenes, das mir das erste Mal in meinem Leben so passiert. Das ist, wenn ihr euch ein neues Auto setzt, das plötzlich nicht nur, was weiß ich, Schalthebel, Steuerrad, Gas und Bremse und Kupplung hat, sondern sind da plötzlich tausend andere Knöpfe, die ihr drücken könnt und Dinge passieren und plötzlich geht es rückwärts und vorwärts und links und rechts und ihr sagt so, hey, Hilfe, was mache ich hier? Vielleicht richte ich noch was an. Ich möchte nichts kaputt machen. Ich möchte auch mich selber nicht in Gefahr bringen, weil ich glaube, so kommt es dann. Ich brauche hier, glaube ich, Unterstützung, um zu wissen, was oben und unten ist und wie ich mit diesem Teil hier umgehe, das ich so nicht kenne. Und das ist ein äußerst, wie soll ich es nennen, ein äußerst demütigender, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, ein Demut heranbringender Prozess, weil man eben wechselt von diesem Verurteilenden oder der Verurteilenden, die sagt, hey, die spinnen doch alle, komisch, hätte mir das einer von mir gesagt, hätte ich nie gedacht. Und dann einzusehen, jetzt ist es mir aber selber passiert. Jetzt weiß ich, was diese Leute meinen. Jetzt sehe ich, dass die nicht spinnen. Jetzt sehe ich und erlebe ich eigens, wie es ist, wenn einem so etwas widerfährt, dass ein in Fleisch und Blut, nein, falscher Ausdruck, das einen überfordert, das einen sprachlos zurücklässt und man merkt, wie sich das Weltbild ändert, weil gerade was vorgefallen ist, dass man so sich überhaupt nicht vorstellen hätte können. Drum, wenn du zu denen gehörst, die auch mal gesagt haben, die spinnen alle und jetzt so merkst, oh oh, zum Glück habe ich Ivans Videos gefunden, weil zumindest weiß ich so ein bisschen, was Sache ist,
dann gratuliere, das ist schon eine große Einsicht, dass du merkst, dass du belehrt werden kannst, sozusagen vom Universum. Und ich möchte dir auch gratulieren, weil du hast diese spezielle Person getroffen, die ganz viel in dir selber auslöst und transformiert kann. Ne? Je besser mehr du dich darauf einlässt, auf diese Transformation natürlich, desto effektiver ist das Ganze und desto weniger leidest du auch. Aber du kannst stolz sein auf dich. Du wirst ganz viel Mut brauchen, ganz viel Ausdauer, ganz viel Geduld, ganz viel Tränen weinen, weil es ist das Heilsamste, was du je erlebt hast und Tränen sind heilsam. Also das teilen fast alle, da läuft es einfach manchmal aus dir raus, die Tränen, all der Schmerz, vergangener Leben, dieser Leben, alles das kommt ans Licht und an die Oberfläche und es ist nichts als normal, dass du dir dabei Unterstützung wünschst und da komme ich halt rein, weil ich das gerne mache, gut mache und es meine Berufung ist. Also ich will mich dir jetzt hier gerade nicht verkaufen, aber ich sage nur, es gibt Hoffnung und es gibt, man muss nicht leiden, es muss nicht schwer sein, es muss nicht völlig orientierungslos sein. All das sind Gefühle, die hochkommen, aber indem man sich mit anderen verbindet, wie das im Rahmen meiner Begleitung der Fall ist, oder sich halt unterstützen lässt. Erneut, soll keine Werbung sein, aber ich will mir sagen, es gibt Hilfe und du hast diese auch verdient. Damit du halt das so ein bisschen sanft abfedern kannst, von wegen, die spinnen alle zu, ups, jetzt bin ich auch betroffen und wie gehe ich damit um? Ja, das wollte ich heute teilen. Danke fürs Zuhören. War schön, euch gesehen zu haben und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald.